Wir sind endlich da. Das ist also das Haus von deinen Freunden. Ja, genau. Julia und Thomas wohnen hier schon seit 3 Jahren. Es sieht sehr gemütlich aus. Und der Garten ist wirklich groß. Der Garten ist heute besonders wichtig für unsere Tradition. Wegen der Ostereier verstecken wir die Eier wirklich draußen. Natürlich, das Eiersuchen macht draußen in der Natur am meisten Spaß. Ich hoffe, das Wetter bleibt so schön sonnig und warm. Der Frühling ist endlich da. Hast du unseren kleinen Korb? Ja, ich halte ihn ganz vorsichtig in meiner rechten Hand. Sehr gut. Die Schokoladenhasen dürfen nämlich nicht kaputt gehen. Ich habe extra 3 große Hasen aus Vollmilchschokolade gekauft. Das war eine sehr gute Idee, Max. Thomas liebt diese Schokolade. Sollen wir jetzt einfach klingeln? Warte, schau dir zuerst diesen schönen Kranz an der Tür an. Oh ja, der ist aus kleinen Zweigen und bunten Federn gemacht. Das ist eine typische Dekoration für Ostern hier in Deutschland. Das sieht sehr fröhlich aus. Ich drücke jetzt aber auf die Klingel. Mach das. Ich höre schon Schritte drinnen im Flur. Ich bin wirklich gespannt auf dieses traditionelle deutsche Fest. Du wirst es lieben. Wir essen heute sehr viel und sehr gut. Mein Magen knurrt sowieso schon wieder ein kleines bisschen. Die Tür öffnet sich. Ah, da ist Thomas schon. Hallo Thomas, frohe Ostern euch beiden. Frohe Ostern. Es ist so schön, euch endlich wiederzusehen. Danke für die Einladung, Thomas. Hier ist ein kleines Geschenk für euch. Thomas freut sich sehr über den Korb mit der Schokolade. Ich hänge meine Jacke einfach hier an die Garderobe, okay? Ja, mach das. Ich stelle meine Schuhe direkt daneben auf den Teppich. Wow, schau mal auf diese große Vase dort auf dem kleinen Tisch. Das ist ein traditioneller Osterstrauß. Gefällt er dir? Er ist wunderschön. Das sind Zweige von einem Baum, oder? Genau, das sind frische Zweige. Und daran hängen viele kleine Eier. Sind diese Eier echt oder sind sie aus Plastik? Die meisten sind echte Eier. Man bläst sie aus und bemalt sie dann. Das klingt nach sehr viel Arbeit und Geduld. Ist es auch. Julia malt jedes Jahr ein paar neue Eier für den Strauß an. Die Muster sind wirklich sehr detailliert und bunt. Gelb, grün, rot. Die Farben passen perfekt zum Frühling. Und überall auf den Schränken stehen kleine Hasen aus Holz. Ja, an Ostern dekorieren wir unsere Wohnungen sehr gerne. In meiner Familie haben wir das früher nicht so intensiv gemacht. Jede Familie hat ihre eigenen kleinen Traditionen an diesem Wochenende. Julia ruft uns alle aus dem Wohnzimmer. Sollen wir reingehen? Ja, lass uns zu ihr gehen. Ich habe sie lange nicht gesehen. Der Flur riecht übrigens extrem gut nach frischem Kaffee. Nicht nur nach Kaffee. Riechst du auch diesen süßen Duft? Ja, es riecht nach warmer Butter und frischem Teig. Das ist bestimmt das traditionelle Osterbrot im Ofen. Hallo Julia, frohe Ostern. Es riecht fantastisch bei euch. Julia sagt, sie hat heute Morgen schon sehr früh angefangen zu backen. Was genau ist denn da gerade im Backofen? Das ist ein Hefezopf, ein weiches Brot mit Rosinen und Mandeln. Ein Hefezopf? Das Wort habe ich noch nie gehört. Der Teig wird geflochten, deshalb sieht er aus wie ein Zopf. Ah, ich verstehe. Das isst man typischerweise zum Frühstück?
Genau, zum Osterfrühstück oder zum Brunch mit viel frischer Butter. Das klingt unglaublich lecker. Ich liebe frisches Brot. Und schau mal auf den großen Esstisch. Er ist schon komplett gedeckt. Wahnsinn. Es gibt Käse, Schinken, Marmelade und frisches Obst. Aber wir essen noch nicht. Zuerst müssen wir ein bisschen arbeiten. Arbeiten? Ich dachte, Ostern ist ein Feiertag zum Entspannen. Julia hat gerade gekochte Eier und viele Farben auf den Tisch gestellt. Oh, wir malen jetzt unsere eigenen Ostereier an? Ja, das ist eine feste Tradition. Jeder bemalt mindestens 2 Eier. Das habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gemacht. Dann wird es jetzt höchste Zeit. Komm, wir setzen uns. Okay, ich nehme den Stuhl hier am Fenster. Da ist das Lichtmesser. Ich setze mich direkt neben dich. Thomas bringt noch das heiße Wasser. Wofür brauchen wir heißes Wasser zum Malen? Wir lösen die Farbtabletten in Gläsern mit heißem Wasser und Essig auf. Ach, so funktioniert das. Ich bin wirklich gespannt auf mein Ergebnis. Du musst kreativ sein, Max. Keine langweiligen Eier heute. Hier stehen jetzt 6 Gläser mit verschiedenen Farben vor uns. Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange und Violett. Welche Farbe nimmst du zuerst? Ich glaube, ich fange mit einem klassischen Rot an. Gute Wahl. Hier ist ein hartgekochtes Ei. Pass auf, es ist noch warm. Ich lege das Ei auf diesen kleinen Löffel aus Draht, richtig? Ganz genau. Und jetzt tauchst du es vorsichtig in das rote Wasser. Okay, es ist drin. Wie lange muss es in der Farbe bleiben? Julia sagt ungefähr 5 Minuten, damit die Farbe richtig stark wird. Dann warte ich jetzt einfach. Und was machst du mit deinem Ei? Ich nehme einen Pinsel und male kleine gelbe Blumen auf die Schale. Das sieht sehr professionell aus. Du bist eine echte Künstlerin. Danke. Danach tauche ich es in die grüne Farbe. Dann wird es zweifarbig. Das ist ein guter Trick. Vielleicht versuche ich das beim nächsten Ei auch. Du kannst auch kleine Aufkleber benutzen. Da liegen welche auf dem Teller. Oh, kleine Hasen und Schmetterlinge. Das ist ja lustig. Ostern soll bunt und fröhlich sein, nach dem langen grauen Winter. Die 5 Minuten sind gleich um. Ich hole mein Ei jetzt heraus. Sei vorsichtig, es tropft noch ein bisschen. Wow, das ist ein wirklich intensives, leuchtendes Rot geworden. Es sieht perfekt aus. Leg es zum Trocknen auf dieses Stück Papier. Mach ich. So, jetzt ist das nächste Ei an der Reihe. Versuch doch mal die blaue Farbe. Blau ist auch sehr schön. Okay, dann wird mein zweites Ei jetzt komplett blau. Pass nur auf deine Finger auf. Die Farbe wäscht sich schwer ab. Oh nein, das war ungeschickt von mir. Was ist passiert? Hast du das Ei fallen lassen? Nein, das Ei ist ganz, aber ich habe den Löffel zu schnell bewegt. Oh je, jetzt hast du blaue Farbe auf deinen Fingern. Nicht nur auf den Fingern. Ein großer Tropfen ist auf meine Hand gefallen. Zeig mal her. Wow, deine halbe Hand ist jetzt leuchtend blau. Das sieht aus wie bei einem Schlumpf. Geht das mit Wasser wieder ab? Thomas lacht gerade und holt dir ein nasses Tuch aus der Küche. Ich hoffe, es hilft. Ich rubbele ganz fest. Es wird ein bisschen heller, aber die Haut bleibt trotzdem blau. Na toll, jetzt laufe ich das ganze Wochenende mit einer blauen Hand herum. Das ist nicht so schlimm.
Das gehört zum Ostereierfärben einfach dazu. Hast du denn gar keine Farbe an deinen Händen? Doch, mein rechter Daumen ist ein bisschen rot, aber das stört mich nicht. Wenigstens habe ich meine Jacke und mein Hemd nicht schmutzig gemacht. Das stimmt. Das blaue Ei sieht übrigens fantastisch aus. Ja, die Farbe ist wirklich sehr gleichmäßig geworden. Ich glaube, wir haben jetzt genug Eier für den Tisch gefärbt. Wie viele sind es insgesamt? Lass mich kurz zählen. Wir haben fast 20 bunte Eier zusammen gemacht. Das ist eine gute Menge. Die trocknen jetzt alle auf dem Papier. Julia räumt schon die Wassergläser weg und macht den Tisch sauber. Soll ich ihr dabei helfen? Meine Hand ist ja sowieso schon blau. Nein, wir gehen jetzt nach draußen. Die Eiersuche beginnt gleich. Wir gehen durch die Terrassentür nach draußen. Die Luft ist herrlich. Ja, die Sonne wärmt schon richtig gut. Ein perfekter Ostersonntag. Der Garten von Julia und Thomas ist wirklich wunderschön gepflegt. Sie verbringen im Sommer fast jeden Abend hier draußen. Der Rasen ist noch etwas nass vom Morgentau. Das macht nichts. Schau dir diese schönen gelben Blumen an. Das sind Osterglocken, oder? Ich kenne diese Blumen. Genau, Narzissen oder Osterglocken. Sie blühen immer genau um diese Zeit. Und wo genau hat Thomas jetzt die Eier und die Schokolade versteckt? Er hat sie im ganzen Garten verteilt, während wir drin gemalt haben. Wir müssen sie also jetzt überall suchen, auch in den Büschen. Überall, in den Büschen, hinter den Bäumen, im hohen Gras. Wer die meisten Eier findet, hat gewonnen. Nein, es ist kein richtiger Wettbewerb. Wir sammeln alles zusammen. Am Ende teilen wir die Schokolade einfach gerecht auf? Genauso machen wir das. Das Eiersuchen ist nur ein Spiel für die Freude. Ich habe meinen kleinen Weidenkorb mitgebracht, um die Eier zu sammeln. Sehr gut. Thomas gibt gerade das Startsignal. Wir können loslegen. Ich gehe zuerst zu diesem großen Busch auf der linken Seite. Und ich schaue mal hinter dem großen Blumentopf auf der Terrasse. Ich sehe etwas Rotes auf dem Boden leuchten. Das ging aber schnell. Hast du schon das erste Ei gefunden? Ja, ein kleines Schokoladenei in rotem Papier. Es lag unter einem Blatt. Perfekt. Leg es schnell in deinen Korb und such direkt weiter. Hier hinten am Zaun liegen noch 2 weitere kleine Eier. Super. Ich habe hier drüben einen goldenen Schokoladenkäfer gefunden. Ein Käfer? Ich dachte, wir suchen nur Eier und Hasen. Manchmal versteckt der Osterhase auch andere süße Figuren. Thomas hat die Sachen wirklich gut versteckt. Man muss genau hinsehen. Ja, er macht das jedes Jahr. Er ist ein Experte im Verstecken. Schau mal hoch in den kleinen Apfelbaum. Oh, da hängt ein Schokoladenei an einem dünnen Faden im Baum. Ich strecke mich und hole es herunter. Hab's. Sehr gut gesehen. Mein Korb wird auch langsam voller. Mein Korb ist schon halb voll. Wir sind ein sehr gutes Team. Julia hat auch schon eine Handvoll Schokolade gefunden. Gibt es eigentlich auch echte, gefärbte Eier im Garten zu finden? Nein, wir suchen draußen nur die Süßigkeiten. Ah, verstehe. Die echten Eier essen wir gleich drinnen beim Brunch. Genau. Mir ist bei der Suche richtig warm geworden. Mir auch. Man bewegt sich doch mehr, als man denkt. Ich glaube, wir haben auf dieser Seite des Gartens fast alles gefunden.
Sollen wir mal ganz nach hinten zum kleinen Holzschuppen gehen? Das ist eine gute Idee. Dort gibt es viele dunkle Ecken als Versteck. Thomas schaut uns lachend zu. Er weiß bestimmt, wo noch etwas liegt. Er wird uns aber ganz sicher keine Tipps geben. Wir müssen selber suchen. Dann lass uns zum Schuppen gehen. Vielleicht ist dort der große Hauptgewinn. Ich folge dir. Pass auf die Steine auf dem Weg auf. Wir stehen jetzt hinter dem Holzschuppen. Hier ist das Gras sehr hoch. Ja, hier hinten mäht Thomas den Rasen nicht so oft. Ich schiebe das Gras mit meinen Händen etwas zur Seite. Siehst du irgendetwas Buntes leuchten? Bisher noch nicht. Nur grüne Blätter und ein bisschen Moos. Warte mal, schau mal genau hinter diesen dicken Hinter dem Baumstumpf? Ich muss mich richtig hinknien. Und? Liegt da etwas versteckt? Oh mein Gott, ja! Das ist kein normales Ei. Das ist riesig. Was ist es? Zieh es mal vorsichtig heraus. Es ist ein gigantischer Schokoladenhase mit einer goldenen Glocke um den Hals. Wow, das ist der ganz große Osterhase. Du hast ihn wirklich gefunden. Thomas hat ihn unter alten Blättern sehr geschickt getarnt. Er passt kaum in unseren kleinen Korb hinein. Ich trage ihn einfach unter dem Arm. Das ist der beste Fund des Tages. Da wird Thomas aber staunen, dass du sein bestes Versteck gefunden hast. Das war echte Detektivarbeit. Mein Korb ist jetzt auch komplett voll. Meine auch. Ich glaube, wir haben fast alle Süßigkeiten im Garten entdeckt. Julia winkt uns gerade von der Terrasse zu. Sie ruft, dass das Essen jetzt fertig ist und wir reinkommen sollen. Das Timing ist perfekt. Ich habe richtig großen Hunger nach der Suche. Dann lass uns unsere Beute schnell nach drinnen bringen. Dieser Schokoladenhase ist wirklich schwer. Ich freue mich schon darauf. Den teilen wir nachher aber alle zusammen als Dessert. Bevor wir reingehen, was macht Thomas denn da drüben auf dem Rasen? Er stellt eine große Schale aus schwarzem Metall auf. Und jetzt legt er viele trockene Holzstücke hinein. Was wird das? Das ist für heute Abend. Wir machen später ein kleines Osterfeuer. Ein Osterfeuer? Ist das auch eine typische Tradition? Ja, sehr traditionell. Das Feuer vertreibt symbolisch den dunklen Winter. Das klingt sehr gemütlich. Sitzen wir dann alle zusammen draußen? Genau. Wenn es dunkel wird, zünden wir das Feuer an und trinken ein Glas Wein. Das gefällt mir. Ein kleines Lagerfeuer im eigenen Garten. In vielen Dörfern gibt es auch riesige Osterfeuer für alle Menschen im Ort. So groß wie ein Haus? Das muss sehr beeindruckend aussehen. Es ist ein tolles Erlebnis. Man steht zusammen, redet und wärmt sich am Feuer. Unser kleines Feuer hier in der Schale reicht mir für heute aber völlig. Wir auch. Es ist viel privater und schöner mit Freunden. Thomas hat jetzt genug Holz gestapelt. Er wäscht sich die Hände. Dann ist jetzt wirklich alles bereit für unseren großen Osterbrunch. Wir haben Ostereier bemalt, Schokolade gesucht und das Feuer vorbereitet. Du hast heute das komplette deutsche Osterprogramm absolviert, Max. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Eine schöne Tradition. Das freut mich sehr. Jetzt müssen wir aber wirklich schnell ins Haus. Ja, der Duft aus der Küche zieht durch das geöffnete Fenster nach draußen. Der Hefezopf wartet auf uns. Lass die Körbe hier auf der Terrasse stehen. Okay, ich stelle den großen Hasen vorsichtig daneben.
Perfekt. Und jetzt gehen wir Hände waschen und dann ab an den Tisch. Wir sitzen endlich am Tisch. Das sieht hier aus wie im Paradies. Julia hat sich wirklich selbst übertroffen. So viel leckeres Essen. Mitten auf dem Tisch liegen unsere selbstgemalten bunten Eier. Mein blaues Ei mit den kleinen Blumen sieht zwischen dem Käse sehr lustig aus. Und mein komplett blaues Ei liegt direkt neben dem frischen Lachs. Thomas schenkt uns gerade den frisch gepressten Orangensaft ein. Und er hat auch eine Flasche Sekt geöffnet. Das perlt schön im Glas. Wir stoßen jetzt alle gemeinsam an. Heb dein Glas, Max. Sehr gerne. Auf was genau tränken wir heute? Wir sagen einfach alle zusammen: Frohe Ostern. Frohe Ostern, Anna. Frohe Ostern, Julia und Thomas. Prost. Der Sekt ist sehr schön kühl und erfrischend. Julia reicht mir gerade den Korb mit dem warmen Hefezopf. Schneide dir eine dicke Scheibe ab und nimm etwas von der frischen Butter. Das mache ich. Die Rosinen im Teig duften herrlich nach Vanille. Ich nehme zuerst ein von uns frisch gefärbtes, hartgekochtes Ei. Ich beiße in das Brot. Das schmeckt unglaublich gut. Süß und weich. Mein Ei lässt sich gut schälen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin so froh, dass wir heute hier sind und dieses Fest zusammen feiern. Ich auch, Max. Es gibt nichts Schöneres als Ostern mit guten Freunden. Und mit sehr, sehr viel gutem Essen. Greif zu, heute zählen wir definitiv keine Kalorien. Keine Sorge, bei diesem Tisch werde ich garantiert satt werden. Lass es dir schmecken. Ein perfekter Start in den Sonntag.